Seit dem letzten Jahr haben wir in Deutschland eine besondere Situation durch den Zustrom der Flüchtlinge, und das ist eine besondere Situation auch für die Städte und Gemeinden, die dafür verantwortlich sind, Unterbringungen für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Die Regelungen, die im letzten Jahr der Gesetzgeber auf den Weg gebracht hat, im letzten Jahr und im vorletzten Jahr, geben die Möglichkeit, in verschiedenen Bereichen in einer Gemeinde Flüchtlingsunterbringungen zuzulassen. Bisher war es so, dass Flüchtlingsunterbringungen als soziale Einrichtungen nur in ganz bestimmten Gebieten mit einer besonderen Ausweisung zulässig waren. Der Gesetzgeber hat jetzt gesagt, für die Unterbringung von Flüchtlingen kannst du eigentlich in fast allen Gebieten in einer Gemeinde eine Baugenehmigung bekommen. Mit Blick auf die Baugenehmigungsverfahren ist es so, dass es da keine bundeseinheitliche Regelung gibt. Das Ganze ist Landesrecht. Insofern müssen auch die Landesgesetzgeber tätig werden, wenn sie denn diese Verfahren vereinfachen wollen. Die Rechtsprechung ist sehr uneinheitlich bisher. Die Regelungen sind zum größten Teil neu. Sie sind erst von Ende Oktober 2015. Das heißt, es gibt noch keine einheitlichen Regelungen in Deutschland. Es gibt einige Gerichte, beispielsweise den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, der die neuen Vorschriften durchaus weit auslegt, also was natürlich positiv ist für die Vorhabenträger. Andere Gerichte, zum Beispiel das Verwaltungsgericht in Hamburg, scheint hier eher eine restriktive Tendenz zu haben. Das große Ziel, das wir haben, wo wir mitarbeiten müssen, das wir in den nächsten Jahren bewältigen müssen, ist, dass wir ordentliche Wohnungen im bezahlbaren Bereich für eine Vielzahl von Menschen, den Geflüchteten und Zugezogenen, aber auch den Menschen, die schon jetzt die Wohnungen benötigen, schaffen. Wir haben hier auf einmal eine völlig neue Vermietungssituation. Es stehen sich extreme Gegensätze gegenüber. Wir haben einerseits die öffentliche Hand und auf der anderen Seite Privatinvestoren. Es gibt keine Standards wie in anderen Bereichen, auch wenn die öffentliche Hand das immer behauptet. Unsere Erfahrungen in den letzten Monaten sind wirklich, dass in allen Bundesländern die unterschiedlichsten Vertragsmuster verwendet werden. Und man muss einfach wissen, dass diese Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen sind Spezialimmobilien, wo ich einfach auch sehr spezielle Vertragsmuster brauche, die wir so in den letzten Monaten entwickelt haben.